lieber ganz locker anfangen und sich hocharbeiten, weil vor allen Dingen, das darf und muss man immer wieder sagen, Streaming ist kein Job, den man sich aussucht. Streaming ist ein Hobby, der zum Job führen kann, aber brauchte unbedingt irgendwas, sonst wäre mein Kopf richtig kaputt gegangen. Und Gott sei Dank muss ich sagen, dieses Streaming hat mir sehr geholfen, mental wieder ein bisschen klar Schiff zu machen, ein bisschen wieder auf mein Leben klar zu kommen und verschiedene Streamer, die ich einlade und die dann in einer von mir erschaffenen Welt überleben und Missionen, wie in einem Rollenspiel, im Videospiel, Final Fantasy kannst du dir jetzt vorstellen, bloß, dass das in meiner Welt funktioniert und dass ich quasi alles darstelle, was die Welt angeht. Ich beschreibe alles, ich tue alles und die müssen quasi da drin überleben. Und das ist ein sehr lustiges Format und das ist auch nur einer von vielen anderen Formaten, die ich habe. Monster Mania, 4 verschiedene Streamer in 8 Disziplinen treten gegeneinander an. Neschke vs. Chat. Also, sei gegrüßt, Herr Neschko. Ja, also Hallo. Die einen oder anderen werden ihn schon kennen, ist schon ungefähr jetzt 9 Monate her, da haben wir mal ein ausführliches Interview geführt. Jawohl. Heute gehen wir auf ein paar wichtige Fragen nochmal ein, die man so grundsätzlich für Stream braucht und so weiter. Aber halt nicht so ganz krass ausführlich ins Detail. Deswegen schaut euch auf jeden Fall auch das ausführliche Interview an. Ist seit neuestem immer ganz oben verlinkt in der Videobeschreibung und auch die anderen Links zu Neschko auschecken. So, und dann würde ich sagen, legen wir los. Demnach, ja, stell dich nochmal selber so für die Zuschauer am besten kurz vor. Kein Problem. Mein Name ist Neschko, let's go, das Monster mit den Hörnern. Ich bin ein Rapper, ein Streamer, ein Gamer und ein Guru. Bin unterwegs auf Social Media Plattformen, Twitch vor allen Dingen, wo ich streame, aber natürlich auch überall anders, Instagram und Co. kommt man ja auch nicht mehr hinter von weg. Ja, Da bin ich unterwegs. Ja. Ja, genau. Ja, deswegen kannst du den Zuschauern und mir natürlich auch gerne mal so erzählen, wie bist du eigentlich letztendlich zu diesem Streaming gekommen? Weil ich weiß ja natürlich schon. Ja, ich versuche das mal ein bisschen kondenser zu machen. Und zwar hat das angefangen 2019. Alles wegen einer OP, die ich damals hatte und die leider ein wenig verkackt worden ist, weshalb ich bis heute und wahrscheinlich auch auf unvorhersehbarer Zeit chronische Nervenschmerzen habe, was dafür gesorgt hat, dass ich immer nur zu Hause war, konnte halt nicht raus, bin auf Krücken angewiesen. Depressive Phase, die ich da hatte und ja, immer noch habe. Aber was mir dabei geholfen hat, ist ein Hobby suchen. Ich habe mir halt gedacht, ich suche ein Hobby, irgendwas, was ich von zu Hause aus machen kann. Und da habe ich mir gedacht, ey, Stream ist doch ganz cool. Ich game sowieso nebenbei, habe immer lustige Momente mit meinen Kollegen. Und dann kann man das vielleicht so ein bisschen so zuschneiden, dann hat man das ein paar Jahre und lacht drüber. So hat das Ganze angefangen und ja, dann hat das immer mehr Traction bekommen. Und mittlerweile mache ich das. Und nicht nur sporadisch, sondern ja. Ein paar Stunden mehr, ja. Ein paar Stunden mehr und ein bisschen professioneller, sagen wir es mal so. Ja, genau, da gehen wir jetzt mal gleich drauf ein, die Anfänge und so. Und vor allem für die Leute, die ja draußen auch streamen wollen, so, ja, was braucht man als Equipment und so. Aber magst du vielleicht nochmal so, also, was hast du genau jetzt da OP-mäßig, wenn du das erzählen Das ist kein Problem, haben wir ja schon letztes Mal, aber kann ich auch jetzt nochmal sagen Ja. für alle, die das damals nicht mitbekommen haben. Ich habe einen Leistenbruch gehabt, Ja, genau. an sich kein großes Thema. Über die Hälfte der Deutschen oder was die Statistiken gerade sagen, leidet unter einem Leistenbruch. Es ist auch eine Standard-OP, die in 15 Minuten eigentlich gemacht werden sollte. Sollte ziemlich schnell gehen. Tat es in meinem Fall auch, aber es ging wohl zu schnell, denn die haben eine Art Pflaster, Patchplastik nennt sich das. Das benutzen die, um diesen Leistenbruch, für die, die es nicht wissen, Leistenbruch ist, wenn der Darm quasi durch die innere Bauchwand drückt und wenn sie sich rausdrückt und bekommt man erstens diese Schmerzen. Zweitens hat man da eventuell potenziell die Gefahr, dass sich dieses Stück vom Darm verdreht, platzt, innere Verblutung, bis zum Tod könnte das sein. Also ist es selten, dass sowas passiert.
Es gibt viele Deutsche, die sowas haben. Die Operation dafür geht eigentlich ziemlich schnell, ist ziemlich standardisiert. Bei mir ist leider ein Problem dabei aufgetaucht, weil halt dieser Patchplastik auf Nervenbahnen drauf geklatscht wurden, die sich dann vernarbt haben, fusioniert haben sozusagen und so einen dauerhaften Schmerz von sich geben. Und ja, das hat mich dann halt dazu gebracht, dass ich dann nur noch zu Hause war. Brauchte unbedingt irgendwas, sonst wäre mein Kopf richtig kaputt gegangen. Und Gott sei Dank muss ich sagen, dieses Streaming hat mir sehr geholfen, mental wieder ein bisschen klar Schiff zu machen, ein bisschen wieder auf mein Leben klar zu kommen. Und es hat noch viele, viele andere weitere positive Faktoren in meinem Leben und in meinem Leben meiner der Leute in meinem Umfeld bekommen, weshalb ich es so liebe. Ja. Weshalb du jetzt zum Beispiel auch ja in einer Beziehung bist, zum Beispiel. Genau. Solche Wäre das schönen alles Effekte nie dann, ne? passiert, hätte ich nie meine Freundin kennengelernt. Genau. Schöne Grüße an. Schöne Grüße an Patti, ich liebe dich, mein Schatz. Genau. Ja. Ja, sehr cool. Ja, erzähl uns doch mal gerne, ist ja wie ich mal so, kann ich mir gut vorstellen, für Leute, die jetzt damit anfangen wollen, immer so, ja, was brauche ich dann? Was brauche ich dafür? Also generelle Voraussetzungen vielleicht, aber auch wirklich Thema Equipment natürlich. Ja, also du siehst das schon selber hier im Hintergrund, also für euch hier Lichter und hast nicht gesehen, Kamera, klar. Viele, glaube ich, zu utopisch, zu hoch denken. Also, keine Ahnung, ich brauche jetzt direkt 500 Euro oder so, sondern man kann ja auch... Ich glaube auch, dass viele Leute sich immer vorstellen, was Content Creating oder Streaming in meinem Fall angeht, dass da sehr viel an Technik gefragt wird, an Vorwissen gefragt wird und so weiter. Das ist alles nicht der Fall, da kann ich euch schon mal von vornherein die Angst wegnehmen. Ihr könntet quasi mit 0 Vorkenntnisse direkt anfangen, ohne Budget, und damit quasi dann sich immer weiter verbessern und immer besseres Equipment, immer bessere Ideen und Kreativitäten ausleben können. Da können wir ja mal gerne drauf eingehen, weil klar, du wirst ja jetzt dein Equipment schon, oder ich weiß ja, du hast ja dein Equipment schon deutlich erweitert, deswegen, wo bist du jetzt quasi, um da mal so preislich einzuordnen mit allen? Mit allem Equipment, was ich so habe, Ja. rund um die Taui, um 1000 Euro jetzt ohne PC gerechnet. Warte, das müsste ich jetzt noch dazu rechnen. Und die Monitore, okay, dann wenn man alles insgesamt vielleicht schon so um die 3000. Ja, ich meine, du hast ja auch schon diese eine, sag ich mal, spezielle Funktion mit der Figur, die du da ja bewegen kannst. Genau. Das hast du mir mal damals erklärt. Genau, das heißt VTubing, für die, die sich auch fragen, warum ich überhaupt maskiert bin. Man merkt, ich kenne mich aus. Genau. Nicht. Ja. Das Ding da, oder den Avatar steuert. Du machst so und dann mach ich auch so. Oh, Wie geil. heißt das nochmal? Das heißt VTubing, aber viele Leute da draußen wissen auch jetzt erstmal nicht, was das ist. Deswegen ist das vielleicht nochmal eine gute Erklärung. Wie teuer ist das? Scheiße. Ich persönlich bin auch maskiert, weil ich ein VTuber bin, und VTuber sind 3D-Animationen quasi, animierte Charaktere, Anime-Charaktere meistens, die dann quasi in Echtzeit meine Bewegung nachmachen, meine Gesichtsmuskulaturen und so weiter versuchen nachzumachen, Mimik nachzumachen, Gestik sowieso. Und ja, dafür braucht man auch ein bisschen spezielle Geräte, noch eine extra Cam an der Brust, damit er die Hände markiert und so weiter. Das geht dann auch ein bisschen, kostet dann auch ein bisschen, muss man nicht haben, aber ich will das alles ein bisschen, ne, so einen Ticken feiner haben. Und ja, insgesamt würde ich auf 3000 schätzen. Boah, ja. Ja, aber genau das ist ja, deswegen stelle ich halt die Frage, weil, glaube ich, der eine oder andere da draußen denkt, so in diesem Bereich von Anfang an sich bewegen zu müssen. Nein. Kann man ja. Ich kann euch sagen, wie ich angefangen habe. Ganz normal. Ganz normal. Habe angefangen, hatte einen PC neu bekommen, habe es mir damals auch in der depressiven Phase geholt, damit ich was zu Hause habe, um irgendwas zu machen. Ich habe leidenschaftlich immer PlayStation gerne gespielt, wollte immer mal rüber switchen, kam nie dazu. Habe ich dann aber gemacht. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Erstmal angefangen spielen, auf Stream-Start drücken und einfach spielen und machen und tun. Und dann irgendwann merkst du dir, oh, weißt du was, guck mal, mein Sound am Headset ist nicht so geil, holst dir ein neues Mikrofon. Dann ein neues Mikrofon geholt. Und dann merkst du, ey, weißt du, was richtig cool wäre, damit du die Szenen wechselst. Also in einem Stream müsst ihr euch so vorstellen, kann man das so haben, dass man auf einer Sicht quasi das Gameplay und dann eine kleine Cam an der Seite hat, das kennen viele. Und dann kannst du aber
umswitchen, dann hast du eine Szene, die quasi nur für Just Chatting ist, dann sieht man den Chat, wie der schreibt, auch noch auf dem Bildschirm oder andere Sachen, oder du bist gerade am Ende und dann machst du den Endscene quasi, wo dann nochmal steht, danke fürs Zuschauen und so weiter, und dann die Leute haben supported und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, ey, das muss ich immer händisch machen, das ist doof. Kann man das nicht besser machen? Da habe ich erfahren, es gibt so Knöpfe, Stream Deck heißt das, und dann habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, holst du dir auch? Habe ich günstig gefunden, habe ich gemacht, und so hat sich das stetig immer weiter aufgebaut, wo ich mir dann denke, oh, wenn ich jetzt persönlich, mein damaliges Ich, mein Streaming-Setup von heute sieht, dann würde der sagen, Alter, wie geil ist das denn so? Ja. Aber macht euch keine Sorgen, ihr kommt auch dazu, fangt erstmal an, ganz, ganz entspannt. Mit null könnt ihr anfangen, und wenn ihr wirklich Lust und Laune habt, dann werdet ihr mit der Zeit selber merken, so wo könnte man noch was verbessern, da könnte man noch, da ist vielleicht die Cam noch ein bisschen bessere Qualität, zahle ich vielleicht 30 Euro noch mal mehr, als ich vorher gezahlt habe, und so weiter und so fort. Das kommt dann mit der Zeit. Ja, deswegen ist es halt ja gut, dass du halt auch nochmal klar sagst, und ich kann das ja auch nur bestätigen hier mit dem YouTube-Kanal, das ist einfach ein Prozess, so, ne? Ich meine, klar, wenn man das Geld hat und sich vor allem schon auskennt, dann kann man natürlich auch schon von 0 auf 100 mehr oder minder anfangen, aber ansonsten kommt das halt mit der Zeit, und vor allem einige Dinge meiner Meinung nach sollten auch erst nach der Zeit kommen, weil vielleicht holst du dir dann am Anfang irgendwie für 5.000 Euro ein Equipment, aber dann ist da vielleicht doch nicht so genau für dich speziell zugeschnitten passend alles. Richtig. Und dann kann man lieber wirklich, wie du sagst, Stück für Stück erkennen, wo brauche ich wirklich eine Verbesserung, genau, und genau in der Richtung zu gehen. Genau, und das würde ich auf jeden Fall auch jedem abraten, der sich da vorstellt, eventuell in die Richtung zu gehen, dass man sich da wirklich für 5.000 erstmal ein riesen Equipment holt und dann am Ende merkt, brauche ich eigentlich alles gar nicht. Oder am Ende merkt man, ich will Streamer sein, ist doch nichts für mich oder sonst was. Ganz genau. Also lieber erstmal machen, ey. Lieber ganz locker anfangen und sich hocharbeiten, weil vor allen Dingen, das darf und muss man immer wieder sagen, Streaming ist kein Job, den man sich aussucht. Streaming ist ein Hobby, der zum Job führen kann, aber sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Es ist wirklich der kleinste Prozentsatz, der nur mit Streaming überlebt, beziehungsweise Rechnungen zahlen kann. Genau, da kommen wir Das ja noch, ist ganz wichtig zu wissen. da gehen wir ja später noch mal detaillierter drauf ein. Punkto Verdienstmöglichkeiten und so, Teil 2, deswegen wisst ihr schon mal Bescheid, gibt einen zweiten Teil. Jetzt würde ich mich natürlich da draußen auch dann fragen, okay, jetzt von jemandem, der da schon erfahrener drin ist, welche Nische würdest du empfehlen anzufangen? Weil ich jetzt auch als Laie sagen würde, dieses typische Gaming ist total übersättigt, bla bla bla. Ist das so? Und generell gibt es vielleicht einfach Nischen, wo du sagst, geh da rein, die sind lukrativ oder so? Also wenn man direkt von Anfang an, was ich auch nicht empfehlen würde, mit dem Gedanken reingeht, Lukrativität, was mache ich, um am lukrativsten zu sein, genau. Das ist dann die absolut falsche Angehensweise, da werdet ihr auch nicht glücklich mit sein und werdet auch keine Erfolge mitschieben. Wie gesagt, das ist eine reine Glückssache bei der ganzen Sache, aber wenn man sich denkt, ich will doch schon ein bisschen mehr Zuschauer haben, doch schon ein bisschen mehr Bewegung auf meinen Channel, dann kann man sich spezialisieren. Und ich würde dann raten, du hast gerade Übersättigung gesagt, ein gutes Stichwort, Spiele zu nehmen, wenn man schon spielt, die halt nicht so übersättigt sind. Es gibt Statistiken, die werden auch von Twitch selber, das ist die Plattform, auf der ich streame, für die, die es nicht wissen. Es gibt Statistiken, die einem zeigen, dieses Spiel oder diese Rubrik muss ja kein Spiel sein, für die, die es auch nicht wissen. Twitch muss nicht ein Spiel oder sonst was gestreamt werden. Ich persönlich, mein Gaming-Inhalt auf meinem Channel ist auch sehr gering. Aber worauf ich hinaus wollte ist, da kann man Statistiken sehen, welche Rubrik gerade die meisten Zuschauer hat, aber die wenigsten Streamer gleichzeitig und so weiter. Und da würde ich dann raten, dahin zu gehen. So die ganz prominentesten Spiele und Co. würde ich abraten, weil da einfach viel zu übersättigt ist, wie du schon sagst. Und alles andere würde ich dann halt wirklich aus nischigeren Spielen rausnehmen. Und auch dabei bleiben, durchziehen, weil dann dadurch entwickelt man sich quasi diese Kerngemeinschaft, die Kernfanbase, weil die halt dasselbe Interesse haben. Dieses Spiel, was du gerade halt zockst. Und es gibt generell Spiele, die das besser können, um gleichzeitig mit der Community zu agieren, und manche, die es ein bisschen schlechter können. Jetzt als blödes Beispiel, bei so einem Pokémon, ist zwar ein sehr übersättigter Markt, aber du kannst mit deinen Mitzuschauern tauschen,
kämpfen, du kannst mit denen durch die Welt streiten, du kannst alles Mögliche machen. Das heißt, zusätzlich dazu, dass es vielleicht ein bisschen übersättigt ist, hast du aber eine bessere Beziehung dazu. Deswegen gibt es da kein Schwarz-Weiß, keine klare Antwort, was würde man am besten machen, weil sonst würde es jeder machen. Ja. Ne? Aber ich würde halt so nach diesen Kriterien gucken. Etwas, was nicht übersättigt ist, oder wenn es schon übersättigt ist, etwas, was man halt mit einbeziehen kann mit den Ja, Leuten, ich denke die da mal, das sind. Wichtigste hast du ja gesagt, am besten einfach aus der Leidenschaft Ja. mit Streaming anfangen und einfach das Absolut. machen, worauf ihr Bock habt. Ja. Und weil letztendlich, ja, wir kommen ja noch später darauf dazu, wie viele Stunden das auch in Anspruch nehmen kann. Vor allem, wenn wir dann darüber sprechen, dass man auch wirklich davon Vollzeit leben würde. Absolut, ja. Das sollte schon, so wie jetzt auch hier mit meinem YouTube-Kanal, die Leidenschaft dahinter stecken, weil sonst wirst du das nicht durchziehen. Von daher, genau, dann wäre es natürlich interessant, über dich zu erfahren, worin du streamst, was ist einfach generell so dein Content? Ja, mein Content beschreibe ich immer gerne als Event-Streamer. Ja, also ich mache gerne verschiedene eventlastige Streams, wie zum Beispiel ein Quiz, wo man interaktiv mitmachen kann, à la Wer wird Millionär, bloß dass jeder, der zuschaut, auch live und interaktiv mitraten kann und die Antwortmöglichkeiten nehmen kann. Dann versuche ich noch andere Sachen, wie zum Beispiel Pen and Paper hatten wir letztens, unser großes Event, Demial Jakos Teil 5, kommt nächsten Monat auch der 6. Teil, könnt ihr euch auch drauf freuen. Da gibt es verschiedene Streamer, die ich einlade und die dann in einer von mir erschaffenen Welt überleben und Missionen, wie in einem Rollenspiel, im Videospiel, Final Fantasy kannst du dir jetzt vorstellen, bloß, dass das in meiner Welt funktioniert und dass ich quasi alles darstelle, was die Welt angeht. Ich beschreibe alles, ich tue alles und die müssen quasi da drin überleben und das ist ein sehr lustiges Format und das ist auch nur einer von wenigen, einer von vielen anderen Formaten, die ich habe. Monster Mania, 4 verschiedene Streamer in 8 Disziplinen treten gegeneinander an. Neschke vs. Chat, ich trete gegen den ganzen Chat in verschiedenen Disziplinen an und die können natürlich dann auch was gewinnen. Rap am Donnerstag, wo wir die neuesten Newcomer uns anschauen und bewerten, Lachkick schieben und Co. Doku Donnerstag haben wir jetzt mittlerweile neu eingeführt, wo wir uns ein paar Dokus, die dann empfohlen werden, auch von der Community uns anschauen. Also sehr vieles Verschiedene und zwischenzeitlich natürlich auch normal Gaming, so wie man es auch traditionell so kennt, aber so größtenteils doch schon eventlastigere Sachen. So, da habe ich Spaß dran. So planen, so coole Aktionen planen, so etwas, was man nicht überall sieht. So, da habe ich meinen Spaß dran, ja. Ja, vor allem Thema Interaktion hast du ja viel da drin, weil Ja. ich auch selber, glaube ich, sehr feilen würde. Du kannst wirklich mal aktiv mit der Community interagieren Aber und vor allem die Community selber hat ja auch dann Spaß dran. Die können ja mit den Streamer nahbar sein und da wirklich interagieren. Ne? Und Richtig. nicht einfach nur zuschauen, ja, wie zockt der jetzt, wie holt er sich das nächste Pokémon Ja. die ganze Zeit. Ja, true, das ist das. Nicht Ja. nur zuschauen, das ist das, was ich persönlich groß schreibe oder versuche groß zu schreiben bei mir, nicht nur zuschauen, sondern wenn man denn auch Lust hat, auch mit dem Stream zu interagieren. Ja. Auch mit Hilfe von Kanalpunktebelohnung zum Beispiel. Für euch sagt das wahrscheinlich nichts, die sich nicht mit Twitch auskennen, deswegen ganz kurze Erklärung. Wenn du zuschaust, bekommst du pro Minute oder pro paar Minuten bekommst du so eine Währung. Bei uns heißt die Berry. Und je mehr du davon hast, desto mehr kannst du einsetzen. Ich biete an, dass du meinen Avatar dann zum Beispiel die Farben ändern kannst, das Outfit ändern kannst, dass du auf einmal verrüttelt sich das ganze Bild oder ein Regenbogenfarben oder sonst was. Auf jeden Fall, dass der Stream aktiv mitgestaltet wird vom Stream, nicht nur Geil, von mir. Vom Chat, nicht nur von mir, ja. Ja, die Streaming-Zeiten, wie sind die denn? Genau, trink erstmal einen Schluck. Ich muss jetzt schon lachen, weil er einfach durch die Maske trinkt. Ich kann nicht mehr. Wie geil, Alter. Ich wusste ja jetzt, was kommt, aber das dann nochmal zu sehen ist einfach geil. Oh, herrlich. Ja, ich wollte den Strohhalm, ich habe meinen Strohhalm vergessen. Ich wollte extra einen Strohhalm mitbringen. Genau, rauch erstmal noch direkt. Ich rauche auch nochmal direkt hinterher. Ich kann nicht mehr, Alter, wie geil ist das? Ja, Wusa, genau. Deine Streaming-Zeiten, so, Jawohl. kannst du ja gerne nochmal teilen, weil Klar. dann könnt ihr da ja auch euch mal Inspiration einholen und die Links findet ihr hier in der Videobeschreibung. Von daher. Genau. Also meine Streaming-Zeit, ich bin Late Night Streamer, sage ich gerne immer. Fangen ab 23
23 Uhr immer an, donnerstags bis samstags mittlerweile. Ändern sich aber alle paar Monate immer. Immer je nachdem, wie ich mir denke, was wir in der nächsten Zeit vorhaben und Co. ändert sich das immer, aber immer höchstens mal um eine Stunde oder 2 oder sonst was. Wenn ganz große Special Events sind, dann fängt das auch mal ein bisschen früher an, aber ihr könnt euch so vorstellen, 23 Uhr fängt es eigentlich immer an, Donnerstag bis Samstags. Aber wenn wir schon über Zeiten reden und Tipps und Co. geben wollen, dann würde ich nicht raten, um so eine Uhrzeit zu streamen. Dann würde ich schon die Mittagszeit nehmen, weil da ist einfach erstens die Konkurrenz geringer, weil viele Leute halt und die größeren sowieso halt um die Uhrzeiten halt abends streamen. Ne? Und zusätzlich, ja, weil man keine Konkurrenz hat oder weniger Konkurrenz, sagen wir es mal so, und mehr Leute da haben, die durchschalten eventuell. Also mittags würde ich eher empfehlen. Ja. Vormittags, mittags so um den Dreh rum, wenn man wirklich sagt, ich will jetzt nur auf Traction hinauf. Ja, mir ist es ja egal, deswegen mache ich schön ab 23 Uhr, da fühle ich mich wohl, ich bin Nachtmensch. Ja, aber gut, dass du nochmal den Hinweis gibst. Genau, sehr wichtig, für den Tipp, genau. Ja. Wir haben jetzt dann auch quasi für den Teil nur noch die abschließende Frage. Und zwar Thema Aufgabenbereich. So, gibt es trotzdem so Dinge, wo du sagst, okay, einfach Arbeit, die gemacht werden muss, was weiß ich, wie Videoschnitt oder so, die man dann halt eher weniger gerne macht und natürlich gerne auch auf die Aufgaben oder so eingehen, wo du sagst, ja, das machst du einfach echt sehr, sehr gerne. Ja, also sehr, sehr, sehr gerne ist genau ab dem Moment, wo ich dann Start drücke und dann sehe, wie die ersten Leute in den Chat kommen und begrüßen, dann denke ich mir, cool, jetzt fängt's an so. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich auch nie wieder missen wollen würde, weil es wirklich sehr herzerwärmend. So, wenn man denkt, oh, Leute kommen für dich rein, gucken dir zu, so, verbringen ihre wertvolle Zeit mit dir, so mit dir Hampelmann-mäßig. Ja. So, da fühlt man sich geehrt und das ist so der schönste Aspekt für mich persönlich. Und der negativste Aspekt ist Videoschnitt auch, muss man auf jeden Fall sagen, hat jetzt mit Streaming per se nichts zu tun, aber irgendwo ist es doch verbunden, weil ich mache ja auch Content auf anderen Plattformen durch meine Streams. Also Videoschnitt ist etwas, was mir sehr viel Zeit kosten kann, wo ich mich sehr verkopfen kann und dann hinterher denke, Alter, wieso habe ich mir so viel Zeit und ja, so ich kenne das auch. Also manchmal macht das Spaß, der Schnitt, wenn du so auf einmal, ich liebe das zum Beispiel, wenn du auf einmal so den richtigen Take erwischt, weil ich zapp ja auch nur durch das Video-Interview jetzt nochmal und auf einmal schalte ich in Minute 7 rein und sage mir, boah, genau das, was der da gerade sagt, bam, geil, nimmst du, gekauft. Ja. Aber dann hast du so Momente, 5 Minuten, so, wann kommt jetzt mal irgendwie was richtig Catchiges. Genau. So, ne? Und wie du sagtest, und dann, wie poste ich das jetzt, was schreibe ich da drunter, damit die interagieren können? Und da geht's dann los. Das ist so viel Arbeit. Ja, also. So, stell dir jetzt vor, das alles bei einem 11-Stunden-Stream und das ist nur ein Stream von vielen. Und dann versuchst du mal einen 11-Stunden-Stream zu schneiden und dann bist du irgendwann mal nach Ewigkeiten fertig und dann fängst du an zu rendern, dann steht da 11 Stunden Rendern noch und dann denkst du dir, ja geil, Alter. Ja. Also das sind so die negativen Aspekte, die ich persönlich sage. Und jetzt im Streaming per se, was jetzt nichts mit auf anderen Plattformen irgendwas hochladen, sondern nur Streaming per se. Ich hasse es und ich glaube jeder, technische Störung, wenn ich technische Störungen habe. Ja, ich hasse es und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Glück gepachtet, dass immer wenn ich anfange zu streamen, dann erst die technischen Probleme erscheinen. Vorher alles in Ordnung. Ich drücke auf Start. Liegt das dann auch wirklich an der Plattform? Also wohl meistens oder kann nein, dein Equipment? Nein, das liegt dann nicht unbedingt an meinem Equipment. Doch, kann man, ein Programm ist ja auch Equipment irgendwo, ne? Ja, auf Programme, ich arbeite halt mit sehr vielen Programmen, die interagieren miteinander und wenn mal einer dieser Programme nicht funktioniert, einer dieser Glieder der Kette nicht funktioniert, dann funktioniert die ganze Kette nicht mehr so ordentlich und das muss man dann immer eher on-stream dann auch noch manchmal lösen. Stimmt, oder ich habe mal ein paar Mal auch in den Stream, wo ich mal reingeschaut habe, auch dann gesehen, dass sich irgendwie da mal kurz logischerweise aufgeregt ist, boah, jetzt geht hier wieder irgendwann nicht die Scheiße. Ja. Logisch so. Also das ist etwas, was ich dann live beheben. Ja, also das eigentlich sollte man das nicht machen, live beheben, weil das ist ja auch langweilig für den Zuschauer. Ne? Aber ich versuche das dann zu kommentieren, gleichzeitig auch noch und so ein bisschen Witz daraus rauszuholen. Auch Content daraus zu ziehen, sagen wir es mal so. Ja, klar. Ja, das ist das, was mich nervt. Technische Probleme. Oh, ich hasse es. Ja, aber ich denke mal, also wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Da müsst ihr euch dann auch drauf einstellen. Das ist halt immer so. Ne? Ja. Gut, dann sind wir mit dem ersten Teil schon fertig. Bedeutet, wie gesagt, in ein paar Tagen kommt dann Teil 2 für euch raus. Dann nochmal reinschalten.
Kommentiert gerne, ja, wenn ihr da noch irgendwie was von Neschko wissen Und möchtet. einen Daumen hoch. Genau, Daumen hoch, ganz wichtig, wisst ihr, ne? So Support ist kein Mord und so, auf Ehre. Hm. Von daher, ja, bedanke ich mich schon mal bis hierhin für die Zeit und dann machen wir jetzt gleich einen Anschluss weiter und wir sehen uns dann in ein paar Tagen. Ciao, Bis ciao. dann.